Hi, hast du auch so ein Werkzeug, das eigentlich gut ist, aber mit dem du nie so richtig warm geworden bist? Bei mir ist das die Metabo KGS 216M Zug- und Kappsäge. Sie macht mir einfach keinen Spaß. Mal sehen, ob es an der Einstellung der Maschine liegt oder an meiner. Willkommen bei Toolsinnig. Meine Kaufentscheidung damals basierte auf einer einfachen Aufgabe. Ich musste für ein paar größere Projekte jede Menge stumpfe Ablängsschnitte machen. Das ist ja die absolute Paradedisziplin einer Kappsäge. Theoretisch. In meiner Praxis sah das nämlich ganz anders aus. Schon beim rechtwinkligen Kürzen von etwas breiteren Brettern wurde es ungenau. Und ehrlich gesagt hat sie erstmal sogar den Job, Dachlatten abzulängen, nicht besonders gut gemacht. Mir ist es nicht gelungen, die Rechtwinkligkeit vom Anschlag zu Sägeblatt so einzustellen, dass die Maschine durchs ganze Material schneidet. Wenn sich der Anschlag nicht auf den werksseitig eingestellten Punkten befunden hat, hat er sich immer wieder verstellt. Die Frage, ob ich zu doof bin oder ein Montagsmodell erwischt habe ich verschoben, weil es bei den Dachlatten nicht auf absolute rechtwinklige Schnitte, sondern auf Zack-Zack-Ablängen ankam. Später wollte ich dann aber schon mal genauere Schnitte machen und es lief immer aufs selbe raus. Rechtwinklig ja, aber das letzte Fitzelchen von Hand nacharbeiten. Das hat genervt und auf Dauer einfach Frust erzeugt. Um das zu kompensieren, verzichte ich nun auf ein paar Millimeter Schnittlänge und polstere den Anschlag mit 5 mm MDF Opferholz auf. Das Blatt hat nun keine Schwierigkeiten mehr, den Schnitt sauber zu Ende zu bringen. Man kann das als Trick oder Hack betrachten. Ich sehe das aber so, dass ich meine Erwartungshaltung an die Maschine korrigiert habe. Jetzt habe ich halt nur noch 29 cm Schnittlänge, aber dafür endlich saubere rechtwinklige Schnitte, ohne nacharbeiten zu müssen. Und ganz ehrlich habe ich die 305 mm noch nie gebraucht. Um den Laser einzustellen, säge ich mit Hilfe des Tiefenstopps eine Nut, die als Referenz für die Laserlinie herhalten soll. Spoiler für die Testschnitte später, da hat sie eine Schwäche, die sich weder wegreden noch schön basteln lässt. Nach dem Sägen der Nut stelle ich den Laser nun auf die Außenkante der Nut ein. Der Hintergrund, dass ich mich jetzt nochmal in aller Ruhe mit der Säge befasse, ist, dass ich ein Projekt plane, für das ich eigentlich nur einen Akkuschrauber und eine Säge brauche, die saubere 90 Grad erzeugt. Ich könnte das sicher auch mit einer Handkreissäge oder der Tischkreissäge machen, aber genau das ist eben der perfekte Einsatz für eine Kappsäge. Und ich habe eine und will wissen, wie sie sich für den Job schlägt. Die seitliche Neigung ist für bestimmte Gärungsschnitte super praktisch, vorausgesetzt sie ist genau genug. Die Grundeinstellung der vertikalen 90 Grad bis zu der 45 Grad Neigung lässt sich sehr angenehm und präzise einstellen. Ich habe seit dem Kauf ehrlicherweise überhaupt nicht dran gedacht, das mal einzustellen oder auch nur zu überprüfen, was natürlich auch ein Grund für die nicht so guten Ergebnisse war. Also ich habe mir selber sicher auch den Spaß am Arbeiten mit der Maschine genommen. Die Kappsäge hat mittlerweile einen festen Platz in meinem Sägerollwagen und damit sowas Ähnliches wie eine Station. Das ist ein weiterer Grund, warum ich meine Beziehung zu dem Gerät auf den Prüfstand stelle. Denn eine Station für eine Maschine bauen, die man nicht nutzt, ist ja mal völliger Käse. Den Drehteller kann man nicht justieren. Das ist dann die Einstellung des Anschlags zum Sägeblatt gekoppelt. Das muss also gleich bei den Testschnitten beweisen, dass es passt. Es werden noch weitere, tiefere Einblicke in Werkzeuge kommen, die du mit einem Abo nicht verpassen wirst. Jetzt aber ran an die Testschnitte. Zum Testen der Kappfunktion habe ich ein Reststück Möbelbauplatte gekürzt und einen Balken gekappt. Der Neigungstest sollte hoffentlich in einer brauchbaren Gärung enden. Die Standardgärung mit dem Drehteller auf 45 Grad habe ich natürlich auch noch gesägt. Ich darf schon mal verraten, dass das Ergebnis ernüchternd ist und bis zum Ende alles andere als besser wird. Wenn du denkst, ich habe das Einstellen zum x-ten Mal vergeigt, lass mich unbedingt in den Kommentaren wissen, was ich falsch gemacht haben kann. Das 20 cm Brett ist nicht rechtwinklig und beim Balken stimmt nicht ein einziger Winkel. Ich muss auch sagen, wenn man ganz bewusst mit der Maschine arbeitet, spürt man stark, wie sie sich in alle Richtungen verwindet. Gefühlt kommt da immer ein anderer Schnitt raus, je nachdem, wo man zur Maschine steht und wie man den Griff anfasst. Die Drehteller-Gärung ist noch das beste Ergebnis, was für mich jetzt bedeutet, dass ich die Maschine ohne großes Heckmeck für Dachlattenkappen und mit etwas Glück für einfache Gärungsschnitte einsetzen kann. Das kriege ich mit einer Handkreissäge und gegebenenfalls einer Führungsschiene auch hin. In einem älteren Video habe ich mal Curve-Bending-Schnitte mit 3 unterschiedlichen Maschinen getestet und dachte, ich hätte ihre größte Schwäche da entdeckt. Je weiter der Arm ausgefahren ist, desto labiler wird sie bei Druck auf das Sägeblatt. Nahe an der Maschine hat der Tiefenstopp dort begrenzt, wo er sollte. Bei ausgefahrenem Arm
war für mich nicht mehr zu dosieren, ab wann der Kopf zu sehr in die Nut kippt. Ich verstehe, dass das bauartbedingt ist, aber es ist wieder eine Funktion, die nur unter bestimmten Bedingungen tut, was sie soll. Um zurück zur Eingangsfrage zu kommen, ob es an der Maschine liegt oder an mir, ein kleines Stück weit sicher an mir. Allerdings glaube ich, dass das Gerät völlig überkonstruiert worden ist. Nicht in dem Sinne, dass Perfektion zum Exzess getrieben worden ist, sondern dass zu viele Funktionen und Features in eine Maschine gepackt wurden, die das gar nicht erfüllen kann und auch gar nicht muss. Ich meine, wer und wie oft macht solche Schnitte? Designmöbelbauer vielleicht? Ich denke, sogar wirklich ambitionierte Hobbytischler machen sowas nicht regelmäßig und wenn dann vielleicht mit anderen Werkzeugen oder Werkzeugen in einer anderen Qualitätsklasse. Zu guter Letzt habe ich durch den Luftwächter rausbekommen, dass meine Kappsäge mit Abstand die größte Dreckschleuder ist. Kappsägen sind da ja bekannt dafür, aber das hat mich schon sehr überrascht. Nach nur 2 Schnitten, wohlgemerkt mit Absaugung, ist der Feinstaubwert in Sekunden auf über 170 geschnellt. Also meine Metabo KGS 216M und ich haben leider keine gemeinsame Zukunft. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mir keine Mühe gegeben habe. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.